14 oder sowas das erste Mal mit meinen Eltern ein paar Tage in Wien gewesen und als reine Touristen und dann immer wieder gekommen als Student, mehrmals einfach eine Woche oder 10 Tage geblieben und Museen besucht, Opernaufführungen gesehen, was man eben tut als Student vor allem, wenn man sich dafür interessiert. Und da ist Wien halt einfach etwas gewesen, wo man einfach nicht vorbeikommt. Denn diese Konzentration von Kultur ist unglaublich. Und es ist nicht nur das, es ist nicht nur das Angebot, sondern es ist auch die Liebe der Wiener dazu. Also der Stolz. Die sind nicht stolz auf irgendein Gebäude oder irgendwas, sondern auf genau das, die Kultur, auf die Oper, auf die Burg, auf das Theater an der Wien, die Akademietheater. Allein wenn man überlegt, wie viele Theater und Spielstätten es dort gibt, die alle ausgelastet sind und die nicht nur für die Touristen existieren, die es natürlich zahlreich auch in Wien gibt, sondern die in den Herzen der Wiener verankert sind. Die wissen genau, was gespielt wird und wer diese Woche und wer nächste Woche singt. Und das ist wirklich einmalig. Und mir geht es nicht besser als vielen anderen meiner Kollegen. Es gibt keine Fahrt im Tram oder im Bus oder in der U-Bahn, in der man nicht angesprochen wird. Und sagt, ich habe Sie gar nicht gelesen auf dem Spielplan. Was machen Sie hier? Habe ich was verpasst? Also es ist eine unglaubliche Neugier und Freude und das ist wirklich extrem viele positive Erfahrungen in der Stadt gesammelt. Der Stolz der Wiener für ihre Stadt ist schon da, aber ich habe nie das Gefühl, dass das irgendetwas Nationalistisches hätte oder so. Es ist einfach eine ungeheure Liebe, es ist eine Wärme, die darüber kommt. Und im Zuge dieser Wärme muss man das auch verstehen. Und wenn dann heißt, also das Wien, das wird angehimmelt, sagt, muss irgendwann mal, heißt es in einer Strophe, irgendwann muss jeder mal gehen aber das Schöne ist, wenn ich sterbe, ich muss ja nicht einmal gehen, ich schwebe ja in den Himmel rauf. Und das ist noch schön, weil von dort oben kann ich ja meine Wiener Stadt sehen. Und der Steffel, also der Stephansdom, der grüßt dann mich nach oben. Das muss doch schön sein. Also sozusagen selbst die Einkehr ins Paradies wird mit der Stadt Wien verbunden, weil ich dann endlich mal aus einer anderen Perspektive auf meine schöne Stadt schauen kann. Ich finde das sehr süß und rührend. Dass das schönste Beisel ist oder dass der Prater mein Traum ist oder die Bäume blühen und natürlich muss man das leben und lieben, aber auf der anderen Seite braucht diese Musik natürlich auch ein riesengroßes Augenzwinkern. Es ist alles nicht so heiß, wie es gekocht wird. Also das ist einfach es ist diese überschwängliche Freude und Liebe für dieses und jenes. Und wie es so schön heißt, nichts ist für ewig. Es gibt kein Glück für ewig und kein Lieb für ewig. Und drum wie der neue Wein, so gibt es auch immer wieder neue Liebeleien. Und so ist es natürlich auch mit allem letztlich. Also man sieht wieder was Neues und erfreut sich an dem, solange es Spaß macht. Und diese Freude kann man natürlich nur mit Augenzwinkern rüberbringen. Das ist nicht ernst gemeint. Aber es geht ja eher um das Triebhafte im Sinne von ohne großes Nachdenken einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Und das ist extrem entscheidend in der Operette. Man kommt von der Bühne und pumpt und kann wirklich kaum schnaufen vor lauter Atemnot, was man auf der Bühne gar nicht gemerkt hat, weil man so in Laune war und diese Laune sich dann hoffentlich auch aufs Publikum überträgt, dass man sich gar nicht zurückhalten kann und will. Und wenn man dann noch Partner hat, die genauso fit und wief sind und schnell reagieren und man hat dann so einen unglaublichen Spaß, weil man eben gemeinsam, dem Affen Zucker gibt. Es ist gute Laune-Musik, so muss man es einfach sagen. Habe ich verschiedenen Sänger zugehört, verschiedenen Aufnahmen und ich habe den Jonas Kaufmann gefunden und ich bin verliebt in seine Kunst, wie er das macht, seine Stimme, seine Technik, er kann alles machen mit der Stimme und er kann auch dabei richtig gut agieren, richtig gut schauspielen und es ist eine Ehre, ich habe keine Worte dafür, wie schön das ist, mit ihm zusammenzuarbeiten, zu singen und sogar diese besondere Energie zusammenzufinden in dieser freudigen Musik.
natürlich muss sie gut gemacht sein. Und das ist ein großes Problem, weil man die Operette so unglaublich unterschätzt. Weil man, also Mann meine ich jetzt auch die Entscheidungsträger. Die zweite Garde, die dritte Garde muss dann in Anführungszeichen sich um die Operette kümmern, weil das ja die leichte Muse ist. Und wenn der Tenor den Cavaradossi nicht mehr singen kann, dann kann er doch bestimmt den Souchong singen. Genau, eben. Genau. Und das geht natürlich gar nicht. Ja? Und das wird trotzdem oft gemacht. Und dann leidet das natürlich drunter, das Genre, weil man einfach sagt, naja, also es ist alles wahnsinnig mühsam. Und das meine ich, dass man diese Leichtigkeit, das muss wirklich, man muss das Gefühl haben, dass die schwierigsten Phrasen aus dem kleinen Finger kommen. Die Mischung ist interessant, weil man eben Stücke hat, wie die Robert Stolz, die wirklich voll und üppig gesungen werden müssen. Ähnlich eben wie beispielsweise ein Leha, der ja auch Puccini-haft orchestriert hat. Und man hat andere, die so, ja, kleine Salonmusik, Leopoldi in einem kleinen Café in Hernals. Es ist einfach, ich meine, das ist so herrlich, so schön. Schatz, ich bitt dich, komm heute Nacht. Alles, was dir Freude macht, geb ich gerne dir. Ach, komm zu mir. Hab ein blaues Himmelbett. Drinnen träumt es sich so